Wann kam FEC immer? Mitte Mai, den Donnerstag, oder? Müsste es dieses Jahr am 15.05. sein? Theoretisch ja. Theoretisch yes. Aber sie könnten es natürlich jederzeit theoretisch ändern. Momentan, und jetzt sind es ja wirklich nur noch 2 Monate, rechnen halt eigentlich die meisten Leute damit, dass erstmal ein Update kommen müsste vorm FEC. Sonst macht der FEC halt nicht so viel Sinn, wenn man sich da nicht mal neues Equipment erspielen kann. Aber ich habe schon mal gesagt, meiner Meinung nach sind sie jetzt schon zu spät dran. Ich meine, diese Woche kam nichts, es ist Donnerstag. Höchstwahrscheinlich kommt morgen auch nichts, also ist dann ja auch wieder nächste Woche, dann ist wieder Montag. Dann ist ja auch schon wieder der 10. März. Dann sind es wirklich nur noch 2 Monate. Und ich meine, klar kannst du in 2 Monaten ein Update aufspielen. Keine Frage. Also ich meine, wie gesagt, die meisten Leute gehen ja davon aus, dass es so kommen wird. Aber ich finde es dann irgendwie schade, weil man könnte dann das Update ja eigentlich gar nicht richtig genießen, weil man dann ja schon langsam wirklich den Zeitdruck im Nacken spürt, dass ja dann der FEC-Server bald startet und dann, ich meine, wenn sie nächste Woche ein Update ankündigen, kommt es ja auch nicht nächste Woche dann live. Das wäre dann wahrscheinlich erst im April oder so. Außer sie machen wieder so eine Nacht- und Nebel-Aktion, wo sie ankündigen und 2 Tage später kommt das Update, aber das wäre auch wieder kacke. Warum sowas kacke ist, habe ich auch schon oft gesagt. Also ist eigentlich egal, wie sie es machen. Es wird sehr knapp alles wahrscheinlich beieinander liegen. Und da habe ich persönlich eigentlich schon wieder keinen Bock drauf, weil, ja, dann kann man es halt nicht wirklich genießen, ne? Und es ist halt auch die Frage, wie viel Lust hat man dann jetzt zum Beispiel auf Maximallevel zu grinden. Und ich spreche nicht von mir, by the way. Ich spiele sowieso jeden Tag. Für mich macht es keinen Unterschied oder keinen großen. Aber wie viel Lust hat man jetzt wirklich, mal angenommen, 10. April, 1 Monat. Nächste Woche in einem Monat. Kommt das Update? Oder würde ein Update kommen? Und dann weißt du, 1 Monat später ist aber schon FEC. Wie viel Lust hast du dann tatsächlich, Maximallevel zu grinden, die Dungeons zu farmen? Solltest du eine Waffe bekommen, wirst du sie 1000%ig nicht upgraden wollen, weil du dir denkst, ach, die hole ich mir dann sowieso auf FEC. Aber das wird sich halt wahrscheinlich jeder denken. Also wird sie dir wahrscheinlich auch keiner abkaufen oder zumindest nicht für die Preise, die sie wahrscheinlich eigentlich... Also es hat halt irgendwie Auswirkungen auf alles, dieser Gedanke, beides FEC und so. Und das überschattet dann halt irgendwie so ein Update, finde ich. Und es wäre auch das erste Mal, dass sie so kurz vor einem FEC ein Update posten. Das haben sie nämlich noch nie gemacht. Und da weiß man ja gar nicht, wie sich das dann entwickelt. Weil bisher waren die Updates, die meisten Updates waren eher Ende des Jahres. Und na gut, okay, vor dem ersten FEC haben sie tatsächlich ein Update gepostet, nevermind. Vor dem ersten FEC kam relativ kurz davor ein Update, ja. Allerdings haben sie dann nur Dungeons hinzugefügt und sonst nichts. Von dem her ging es dann noch. Aber so oder so habe ich halt nicht das Gefühl, dass das wirklich eine gute Idee ist. Aber ich meine, es ist eh schon zu spät, weil egal wie sie es machen, Update während FEC fände ich auch für eine würde ich auch für eine furchtbare Idee halten. Weil dann wüsstest du ja gar nicht, dann müsstest du FEC anfangen und wüsstest aber gar nicht, ja, was kommt denn eigentlich? Das fände ich fast noch schlimmer. Aber kurz davor ein Update finde ich eigentlich auch ziemlich kacke. Ist eigentlich egal, wie sie es machen. Ist alles irgendwie so ein bisschen suboptimal. Also hauptsächlich halt für die Leute, die sowieso schon Flive spielen und halt überwiegend oder eher auf Bodenk spielen und nicht nur FEC spielen. Leute, die nur FEC spielen, denen kann das natürlich relativ egal sein. Weil die spielen ja jetzt eh nicht. Ich meine, ob jetzt ein Update kommt oder 2 Wochen vorm FEC oder während dem FEC, das kann denen ja relativ wurscht sein, weil sie ja sowieso nur während FEC spielen. Also für die macht es ja letztendlich keinen Unterschied. Die zocken ja so oder so eh nur während FEC und nur bis FEC-Ende. Da wäre mir das wahrscheinlich auch egal. Aber für jeden, der halt immer spielt, ist es halt irgendwie nicht so cool. Und ja, auch wenn du halt quasi die Entscheidung treffen möchtest, abhängig von dem Update, abhängig von dem Content, der dann verfügbar ist auf FEC, abhängig davon würden ja viele Leute auch wirklich die Entscheidung treffen, spielen sie oder spielen sie nicht FEC.
Und wenn du aber gar nicht weißt vorher, weil kein Update vorher kommt, sondern das Update erst während dem FEC kommt oder vielleicht sogar erst kurz danach wieder, dann ist halt auch wieder schwierig, die Entscheidung zu treffen. Also vor allem, wenn während dem FEC ein Update kommt, dann kannst du eigentlich unmöglich vorher wirklich eine abgegrenzte Entscheidung treffen, will ich oder will ich nicht. Außer du bist halt ein harter FEC-Gegner, dann spielst du es so oder so nicht. Aber wenn du halt so 50-50 bist, so je nachdem, dann wäre es halt auch kacke, weil dann müsstest du, wie gesagt, so ins Blaue reinraten. Und wenn dann halt das Update eine Enttäuschung ist, dann wirst du es halt heftig bereuen, dass du auf FEC angefangen hast. Also es ist irgendwie blöd. Und mit jedem Tag, mit jeder Woche, die vergeht, ohne Ankündigungen, wird man halt immer unruhiger und weiß halt immer weniger, was man tun soll. Und es ist halt wieder dieses Thema, ja auch schon oft gesagt, bei Flive passiert halt so wenig. Das letzte Update war jetzt im Oktober und dann im November. Das war dieses zweigeteilte Battle for Madrigal. Das sind jetzt ja auch schon wieder 5 Monate fast. Ende November war das letzte, 28. November. Also etwas über 4 Monate. Aber das ist halt das Ding bei Flive. Es passiert halt ein was Großes und dann ist halt monatelang Funkstille. Und deswegen finde ich es halt noch absurder, wenn du ein großes Update aufspielst und dann 2 Wochen später oder 3 Wochen später kündigst du FEC an. Das ist viel zu nah beieinander dafür, dass ja die meiste Zeit bei Flive gar nichts passiert. Es passiert ja, 90% des Jahres passiert ja einfach gar nichts. Und dann packst du 2 der größten Ereignisse des Jahres innerhalb von einem Zeitfenster von 4 Wochen. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Also das wäre auch noch so ein Punkt, wo ich mir denke, wieder marketingtechnisch oder halt um den Hype irgendwie wieder zu beleben, um dieses Spiel, ist es halt auch absolut tödlich, weil das bringt ja gar nichts. Da hast du die beiden fettesten Ereignisse an einem Stück und dann hast du wieder 5 Monate Funkstille bis zum FEC-Finale. Das ist halt, weiß ich nicht, wer solche Entscheidungen trifft, bei denen schon etwas fragt. Also man weiß ja noch nicht, ob es so kommt, aber wenn es so kommen würde, dann würde ich mir halt wieder die Frage stellen, wer trifft diese Entscheidungen? Das macht doch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber mal abwarten. Werden auf jeden Fall interessante 2 Monate jetzt. Weil früher oder später muss ja nochmal eine Ankündigung kommen. Früher oder später. Kann man Flive Universe ausschließlich im Browser spielen? Ja. Es gibt